Und wir wollen nachfragen bei Gerrit Schröder in Flensburg. Gerrit, was weiß man inzwischen über diesen Terrorverdächtigen noch? Hatte er zum Beispiel Helfer? Ja, ob es Helfer gab und wie die genauen Erkenntnisse sind, diese Frage, die kann ich auch gleich weitergeben an den Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeld, der neben mir steht. Erklären Sie ganz kurz, was sind denn die aktuellen Erkenntnisse zu den Vorwürfen, die man den 17-Jährigen macht? Ja, dazu kann ich sagen, dass wir das Ermittlungsverfahren ja bereits im März 2024 gegen den Beschuldigten eingeleitet haben und im Zuge der Ermittlungen, die wir in enger Abstimmung mit dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein geführt haben, sich ja eine abzeichnende und intensivierende Radikalisierung erkennbar war des 17-jährigen jugendlichen Beschuldigten. Diese ging dann hin bis in ja, umrissene Anschlagspläne, so will ich es mal formulieren, die dann jetzt aufgrund der aktuellsten Erkenntnisse dazu geführt haben, dass wir gegen den Beschuldigten hier beim Amtsgericht Flensburg einen Haftbefehl erwirken konnten. Und schließlich ist die Festnahme in der vergangenen Woche erfolgt. Ist denn konkret bekannt, auf welchen Weihnachtsmarkt dieser Anschlag ausgeführt werden sollte? Oder ist das gar nicht Bestandteil dieser ganzen Ermittlungen gewesen? Oder auch Bestandteil dieser Chats, die möglicherweise ausgelesen wurden? Also was wir wie ausgelesen haben, das ist sozusagen operatives Geschäft. Dazu mache ich keine Angaben. Ich möchte aber klarstellen, dass entgegen der jedenfalls teilweise bisherigen Berichterstattung in der Presse von einem Weihnachtsmarkt nie die Rede war. Und das möchte ich also klarstellen. Was ich bestätigen kann, ist, dass der Beschuldigte als Anschlagsziel eine Menschenmenge in Aussicht genommen hat und weitere bestimmte Details noch nicht konkret festgelegt waren. Aber diese Information, dass er mit einem LKW in diese Menschenmenge fahren wollte, ist das denn Bestandteil auch der Ermittlungen? Das ist Bestandteil der Ermittlungen. Ich muss aber auch da relativieren und sagen, dass er durchaus auch andere Szenarien in den Blick genommen hatte. Und weitere Angaben möchte ich mit Blick auf das Stadium des Ermittlungsverfahrens im Moment dazu nicht machen. Können Sie denn sagen, worauf es sich bezieht, dass er sich radikalisiert hat im Konkreten? Ja, also allgemein gesprochen religiös motiviert bis hin eben jetzt zuletzt ganz stark extremistisch, islamistisch geprägt. Er ist erst 17 Jahre alt. Wie bewerten Sie das junge Alter des Tatverdächtigen? Das ist im Gesetz letztendlich vorgesehen. Er ist nach dem Jugendgerichtsgesetz dann zu behandeln, sollte es zu einer Hauptverhandlung kommen. Das heißt, die Strafrahmen, die Rechtsfolgen, die üblicherweise für schwere Delikte im Erwachsenenstrafrecht vorgesehen sind, die finden hier keine Anwendung. Letzte Frage. Gehen Sie davon aus, dass er alleine dort tätig war in dieser Sache oder auch etwas vorhatte oder dass er möglicherweise Mittäter hatte? Das ist natürlich Gegenstand der Ermittlungen. Ich kann nicht ausschließen, dass die Ermittlung auch noch sozusagen in Richtung konkreter Personen noch ausgeweitet werden möchte. Aber an dieser Stelle auch klarstellen, Bezugspunkt war durchaus das Ausland, sodass wir hier im Moment jetzt keine weiteren Maßnahmen vor Ort planen. Vielen Dank, Herr Winterfeld. Also das sind die ersten Informationen jetzt hier direkt von der Staatsanwaltschaft in Flensburg. Wir hören also, der 17-Jährige ist also festgenommen worden aufgrund von Ermittlungen, die dazu geführt haben, dass man festgestellt hat, dass er sich radikalisiert hat. Und um diese Gefahr, die mögliche Gefahr im Grunde zu bannen, ist er in Haft genommen worden. Und die weiteren Ermittlungen jetzt, wie es weitergeht, die dauern eben jetzt an. Gerrit, vielen Dank für diese Infos und für das Interview.